Ja, viele von euch wünschen sich beim Arzt mehr Unterstützung bei Fibromyalgie. Das lese ich immer wieder in euren Kommentaren. Und deshalb zeige ich euch heute 13 Dinge, die euch kein Arzt erzählt. Ja, und woran liegt das? Ich vermute, die meisten Ärzte wissen einfach zu wenig über Fibromyalgie. Das ist ja auch die Erfahrung, die wir machen. Ja, lasst uns nun gemeinsam durch die 13 Punkte gehen und schreibt mir später mal in den Kommentaren, welcher Punkt euch am meisten überrascht hat. Los geht's. Viele Ärzte denken bei Fibromyalgie nur an Muskel- oder Gelenkschmerzen und all die anderen Symptome wie Erschöpfung, Reizdarm, Blasenprobleme, Schlafstörungen und so weiter. Die gehören für sie scheinbar irgendwie nicht dazu. Aber das stimmt so eben auch nicht. Das weiß ich von Dr. St. Amang, ein Fibromyalgiearzt, der in seinem Buch ausführlich auf all diese Zusammenhänge eingeht. Wenn du dir ein besseres Bild über die Symptome bei Fibromyalgie machen möchtest, dann schau in dieses Video rein, da gehe ich detailliert darauf ein. Ich selbst habe mal eine Augenärztin darauf angesprochen, ob das schlechte Sehen trotz richtiger Brille auch mit der Fibromyalgie zusammenhängen könnte. Und da hat sie gleich mit dem Kopf geschüttelt. Aber Dr. St. Amang, der sagt ganz klar, dass auch die Augenmuskulatur von Fibromyalgie betroffen ist. Und viele von euch erleben das ja auch genauso, dass sich das immer ändert, dass das mal passt und mal nicht. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen beim Arzt ja auch. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, und nicht nur bei den Symptomen staune ich manchmal über das, was Ärzte sagen. Auch beim nächsten Punkt habe ich das Gefühl, da wird Fibromyalgie oft missverstanden. Und es geht darum, es gibt nicht die Fibromyalgie. Die Erkrankung, die kann ganz unterschiedlich aussehen, in ihrer Ausprägung, in der Schwere und im Alltag. Manche erleben eher eine leichtere Symptomatik, bei anderen bestimmt die Fibromyalgie den ganzen Tagesablauf bis hin zur Bettlägerigkeit. Ja, und auch die Symptome selbst, die werden unterschiedlich erlebt. Schmerzen, die können brennend sein, die können stechend sein, dumpf oder wandernd. Bei vielen wechselt das auch. Und was für den einen erträglich ist, das kann für den anderen kaum auszuhalten sein. Und selbst bei typischen Begleitsymptomen wie Geruchsempfindlichkeit oder Erschöpfung, da gibt es einfach auch noch wieder große Unterschiede. Während einer vielleicht mit Reizüberflutung im Alltag noch irgendwie zurechtkommt, ist es für den anderen schlicht nicht zu ertragen. Und trotzdem haben viele Ärzte ein festes Bild davon, wie Fibromyalgie auszusehen hat. Und wer dann davon abweicht, der wird schnell in Frage gestellt oder bekommt irgendeinen Spruch zu hören. Aber Fibromyalgie ist kein starres Schema. Das ist individuell und das macht den Umgang damit so schwierig. Für die Ärzte, aber auch für uns selbst. Und deshalb rate ich euch, vergleicht euch nicht zu sehr mit anderen Betroffenen. Was für den einen passt, muss noch lange nicht für den anderen funktionieren. Ja, und viele erleben dann ja beim Arzt den nächsten typischen Schritt, nämlich die Medikamente, und darum geht es jetzt. Viele berichten mir, dass sie schon die unterschiedlichsten Medikamente ausprobiert haben. Meist sind es ja Schmerzmittel oder Antidepressiva. Und bei manchen helfen sie auch ein bisschen. Auch das habe ich schon gehört. Bei anderen bringen sie aber kaum Erleichterung. Bei vielen ist das so. Oder sie führen eben auch zu Nebenwirkungen. Und einige erzählen auch von Schwierigkeiten beim Absetzen dann oder dass sie sich abhängig gefühlt haben. Und darüber wird selten offen gesprochen. Und genau das ist das Problem. Oder wie sind da eure Erfahrungen? Ja, und viele verbinden deshalb Fibromyalgie mit psychischen Ursachen. Schließlich gibt es ja auch oft Antidepressiva, aber das greift meiner Meinung nach eben auch zu kurz. Denn Fibromyalgie ist keine psychische Erkrankung, auch wenn sie oft so behandelt wird. Natürlich kann psychischer Stress oder auch anderer Stress, auch körperlicher Stress, die Symptome verstärken. Aber das heißt nicht, dass die Ursache psychisch ist. Denn aktuelle Studien zeigen ja, dass Fibromyalgie eher eine Erkrankung des Immunsystems zu sein scheint. Dazu habe ich vor kurzem ein Video veröffentlicht. Schau da unbedingt rein, wenn du das noch nicht kennst. Fibromyalgie ist eine körperliche, komplexe Erkrankung, auch wenn sie bisher noch nicht in den Blutwerten sichtbar war. Und der Weg zur Diagnose, der ist für viele lang, sehr lang. Man wird von Arzt zu Arzt geschickt, bekommt unterschiedlichste Erklärungen, manchmal auch gar keine. Und bis endlich jemand sagt, es könnte Fibromyalgie sein. Und selbst dann bleibt oft vieles offen. Ein gutes Beispiel dafür, die Blutwerte. Typisch bei Fibromyalgie sind ja unauffällige Blutwerte. Manche Ärzte gratulieren an dieser Stelle, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind kerngesund. Und trotzdem funktioniert nichts mehr. Und für viele Ärzte ist man damit aber nicht krank. Man hat ja im Prinzip nichts. Aber die Annahme, dass man gesund ist, nur weil die Blutwerte unauffällig sind, die ist nicht richtig.
Denn es gibt vieles, was in der Medizin noch gar nicht erforscht ist. Und Fibromyalgie ist zwar unsichtbar für Labor und für Bildgebung, aber in deinem Alltag, da ist es real. Lass dir also nichts einreden. Und jetzt sage ich dir was dir wahrscheinlich die wenigsten Ärzte sagen. Fibromyalgie ist eine äußerst schwere Erkrankung. Sie kann das Leben stark beeinträchtigen. Beruf, Familie, soziales Umfeld, Selbstwert. Das ist keine Befindlichkeitsstörung und die hat auch nichts mit deinem Gewicht oder mit deinem Denken zu tun, sondern die ist wirklich schwerwiegend. Leider haben viele Ärzte das Ausmaß dieser Erkrankung noch nicht erkannt und ordnen Fibromyalgie völlig falsch ein. Und nun hoffe ich, dass die aktuellen Studien aus Würzburg, aus Schweden und London etwas bewegen und eben auch das Bild beim Arzt verändern. Deshalb tragt diese Informationen, diese Studien unbedingt in die Praxen, damit die Ärzte begreifen, wie ernst diese Erkrankung wirklich ist. Und genauso ist es übrigens mit dem nächsten Punkt. Das ordnen viele Ärzte auch anders ein. Da geht es darum, Fibromyalgie gilt ja immer noch als Frauenkrankheit, aber das stimmt nicht. Auch Männer können betroffen sein. Dazu hat das Uniklinikum Würzburg auch gerade eine Studie veröffentlicht. Und auch Kinder und Jugendliche können schon Fibromyalgie haben. Nur werden sie oft noch seltener ernst genommen oder überhaupt erkannt. Ja, und da gehen wir auch gleich über zu Punkt 9, dem Alter, in dem Fibromyalgie ausbrechen kann. Manche bekommen die ersten Fibromyalgie-Symptome schon in der Kindheit oder Jugend. Bei mir war das übrigens auch so. Ich war 14 Jahre alt, als es bei mir mit sogenannten Wachstumsschmerzen losging und mit der Zeit kamen dann immer mehr Symptome dazu. Manchmal bricht Fibromyalgie aber auch wirklich erst später aus, mit 30, mit 50 oder in noch späterem Alter. Das wissen viele Ärzte gar nicht, dass das so unterschiedlich sein kann. Dafür kennen sie aber den allgemeinen Rat, mehr Bewegung, und das ist mein nächstes Thema. Sie müssen sich einfach mehr bewegen. Das haben bestimmt schon viele von euch gehört. Und da ist auch was dran. Aber nicht so, wie es in der Reha oder im Training oft angeboten wird. Denn das ist oft gar nicht machbar für Menschen mit Fibromyalgie. Und falsches Training oder Überforderung können die Symptome dann noch verschlechtern. Und man hat dann tagelang mit den Folgen zu kämpfen. Es braucht da ein Gespür für das eigene Limit und das richtige Tempo. Und wenn du da Tipps brauchst, dann schau in dieses Video rein. Ja, im nächsten Punkt geht es um eine Therapie, die vielen Betroffenen hilft, die aber kaum ein Arzt kennt. Es geht um Guaifenesin. Guaifenesin ist schulmedizinisch nicht anerkannt zur Behandlung von Fibromyalgie. Aber es gibt weltweit durchaus Betroffene, die gute Erfahrungen damit machen, natürlich in Eigenregie. Und Dr. St. Ammann, der hat ein eigenes Therapiekonzept dazu entwickelt. Und wenn du mehr über die Therapie mit Guaifenesin erfahren möchtest, dann schau in dieses Video rein. Diese Therapie kommt sicherlich nicht für jeden in Frage, denn man führt sie, wie gesagt, in Eigenregie durch und muss mit manchen Dingen sehr genau sein. Aber es ist eine Option. Ich selbst nehme seit mehr als 13 Jahren Guaifenesin und vieles hat sich dadurch verbessert. Ja, und wie ist es mit der Genetik bei Fibromyalgie? Darauf gehe ich jetzt ein. Manchmal gibt es in Familien mehrere Betroffene, was auf eine genetische Komponente hinweist. Dr. St. Ammann beschreibt das auch im Zusammenhang mit seiner Therapie. Und es gibt Studien, die diesen Zusammenhang stützen. Fibromyalgie hat also wohl auch eine genetische Grundlage und es ist nicht einfach nur ein Zufall oder sowas. Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt, den eigentlich jeder Arzt kennen sollte. Es geht darum, dass Erholungsphasen und Regeneration, zum Beispiel nach OPs oder auch nach anderer Belastung, deutlich länger dauern kann als bei anderen Menschen. Vielleicht hast du diese Erfahrung ja auch schon mal gemacht, dann schreib unbedingt davon in den Kommentaren. Das Ganze kann sich äußern in längeren Erschöpfungszuständen, Schmerzen, Reizempfindlichkeit. Alles dauert länger und alles ist anstrengender. Und manchmal lässt sich das gar nicht richtig beschreiben. Nur wer das selbst erlebt, der versteht, wie sehr das den Alltag beeinträchtigt. Und genau darüber spreche ich auch in diesem Video hier. Da geht es um typische Alltagssituationen, die für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar sind, aber für Betroffene wie dich vielleicht sehr vertraut klingen. Wenn du magst, schau da direkt rein. Und falls dir dieses Video heute geholfen hat oder du dich darin wiedergefunden hast, dann like dieses Video und abonniere meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis bald.